Fragst du dich, wann wir den First Contact mit anderen Lebewesen im Universum erleben werden? In diesem Video befrage ich Gott dazu. Hi, mein Name ist Marco Lorenz. Ich bin Bewusstseinscoach und in diesem Video möchte ich mit dir über den First Contact reden. Jeder von uns stellt sich sicher die Frage, wann stellt unser Planet Kontakt mit einer anderen Zivilisation dar? Und wie du vielleicht weißt, schreibe ich gerade das Buch Das große Mysterium, wo ich Zugang habe zu einem höheren Bewusstsein durch einen anderen Bewusstseinszustand. Und ich dachte mir, warum stelle ich nicht diese Frage? Denn diese Antwort, die brennt mir schon auf der Zunge, beziehungsweise die Frage brennt mir auf der Zunge seit vielen, vielen Jahren. Ja. Und ich habe das getan und tatsächlich kamen sehr, sehr verblüffende Antworten. Und ich möchte gar nicht viel drumherum mit dir drüber reden, sondern direkt in die Frage eintauchen. Also, ich habe gefragt, lieber Gott, eine Frage brennt mir schon seit geraumer Zeit auf der Zunge. Ich möchte von dir wissen, wann wir Alien-Kontakt haben werden. Ihr habt tatsächlich jeden Tag Alien-Kontakt. Jede Nacht, wenn ihr eingeschlafen seid, verlässt ihr den Körper und wandert in Traumwelten, Astralwelten oder manche in Lichtwelten umher und habt Kontakt zu anderen Bewusstseinsformen, die nicht auf eurem Planeten inkarniert sind. Die meisten sehen aus wie ihr, damit ihr keine Panik bekommt. Aus einer höheren Perspektive gibt es so etwas wie Aliens nicht. Denn jede Lebensform existiert auf meinem Körper und lebt darin. Nur weil die einen an einer anderen Stelle angesiedelt sind und eine andere Funktion haben, sind sie deswegen keine Aliens. Der Ausdruck Aliens ist ein primitiver Ausdruck. Wenn man das so betrachtet, könnten eure Tiere, die aus dem Urwald kommen, auch Aliens sein. Sie sehen anders aus und kommen von einem anderen Reich. Oder eure Bakterien. Sie sehen anders aus und kommen ebenso aus einem anderen Reich. Meine Antwort darauf war, ich verstehe die Antwort, jedoch meine ich explizit die Aliens von einem anderen Planeten, wann sie Kontakt mit uns Menschen herstellen. Ihr habt seit langer Zeit Kontakt mit anderen Lebewesen aus anderen Planeten. Tatsächlich ist euer Planet zu über 95% von anderen Wesen aus anderen Planeten besiedelt. Die meisten Menschen kommen von einem anderen Planeten. Sieh dir die Menschen an, ihr Verhalten, ihre Kleidung und so weiter genau an. Wenn du genau hinsiehst, wirst du das erkennen. Meine Antwort darauf war, das ist mir schon aufgefallen, aber ich meine explizit den Alien-Kontakt. So mit UFOs und so, idealerweise mit einer UFO-Landung, mit Nachrichten und das ganze Zeug, wo das Weltbild der meisten Menschen zusammenbricht. ähm, Diese Frage ist nicht so einfach zu beantworten, da jeder in seiner eigenen Welt, in seiner eigenen Realität lebt. Die Erde ist wie ein Wald. Alles ist vorhanden. Es gibt große Bäume, es gibt kleine Bäume. Jeder lernt vom anderen. Somit ist jeder gerade an einem anderen Entwicklungspunkt. Der eine wird schon eher Kontakt herstellen, der andere später. Der Prozess wird zuerst über eure Traumwelt beginnen, dann sich Schritt für Schritt in eure physische Dimension einschleichen. Bis eines Tages der allgemeine Kontakt da sein wird. Das wird der Tag sein, wo sich alles von heute auf morgen ändern wird. Es wird vom Zustand ähnlich sein wie eure Mondlandung. Wann dieses kollektive Geschehen eintreten wird, hängt vom Kollektivbewusstsein eures Planeten ab. Jedoch entwickelt sich dieser rasant weiter und die Wahrscheinlichkeit, dass dies in den nächsten Jahren geschieht, ist sehr hoch. Vor müssen sich auf eurem Planeten jedoch einige Sachen ändern. Meine Frage darauf war,
jetzt hast du mich neugierig gemacht. Was muss sich ändern? Bevor ich das vorlese, möchte ich dir Danke sagen. Danke, dass du meine Videos likest, dass du meine Videos kommentierst, dass du meine Videos teilst und sie anderen Menschen zur Verfügung stellst, denn wir sind in einer Zeit angekommen, wo das Bewusstsein des Planeten sich rapide entwickelt, wo das Ego-System sich schön langsam vom menschlichen Verstand ablöst, also der menschliche Verstand sich ablöst, wo wir mehr Freiheit bekommen im Denken und wo die Beschränkungen sich auflösen. Und solche Videos, die das Bewusstsein erweitern, helfen uns anders zu denken, außerhalb des Tellerrands zu denken. Deswegen danke nochmal, dass du das Video kommentierst für den Algorithmus, dass du das Video likest und an deine Freunde weiterleitest. Ja. Bevor ich noch das letzte vorlese, möchte ich noch sagen, eine wundervolle Neuigkeit verkünden, und zwar unsere App kommt wenn alles gut läuft, am 29.01. dieses Jahr raus. Ja, es gibt schon die Webversion, die ist ab jetzt schon erhältlich, wo du im Shop sozusagen alle Frequenzen bekommst. Für einen sehr, sehr kleinen Beitrag im Monat hast du sozusagen Zugang zu allen Frequenzen. Und eine andere gute Nachricht, alle 2 Tage, das ist nämlich der Grund, warum ich in den letzten Monaten kaum Videos produziert habe, weil ich sehr viel vorgearbeitet habe, kommen jetzt nämlich neue Frequenzen. Ja, geführte Meditationen, alles Mögliche, und es kommen immer wieder neue dazu, also wirklich alle paar Tage, und das ganze Jahr über. Deswegen freue dich drauf, weil ich nochmal so verkündet habe. Ja. Und jetzt tauchen wir wieder zurück die, in die Antwort. Und zwar lese die Frage nochmal vor. Ich habe gefragt, das heißt, du hast mich neugierig gemacht, was muss sich auf dem Planeten ändern? Antwort war, euer gesamtes Regierungssystem muss sich ändern, und dies wird sich ändern. Euer Gier, die Verurteilung bzw. euer Bewertungssystem muss sich ändern. Euer Streben nach Macht und Anerkennung muss gesenkt werden. Die ältere Generation mit veralteten Denkmustern der Angst und Kontrolle, welche euren Planeten dominieren, muss von eurem Planeten weichen. Es werden in den nächsten Jahren viele technologische Fortschritte gemacht. Auch dies wird euch den Übergang in das neue Zeitalter bzw. in das neue Bewusstsein erleichtern. So viel dazu. Ich hätte natürlich noch weiter fragen können, wann ganz konkret und so weiter, aber ich dachte mir, ich hebe diese Frage für ein anderes Mal auf. Und jetzt habe ich noch eine Frage an dich. Und zwar, möchtest du, dass ich weitere Fragen stelle an die Quelle, an das große Mysterium in meinen erweiterten Bewusstseinszustand? Wenn ja, dann schreib es mir unten rein und stelle mir eine Frage, die ich eventuell als potenzielle Antwort geben könnte, unten rein, und ich werde deine Frage, wenn sie passt und gut ist, in einem der nächsten Channelings sozusagen direkt stellen und vielleicht dazu auch ein eigenes Video machen. Das heißt, stell die Frage und geh die anderen Fragen durch. Wenn dir eine andere Frage gut gefällt, dann like diese Frage. Dann sehe ich sozusagen an der Statistik, wie viele Fragen haben wie viele Likes bekommen, und das wird die potenzielle Wahrscheinlichkeit, dass ich das Video oder diese Frage verwende für eines dieser Channelings für die nächsten Videos drastisch erhöhen. In dem Sinne, vielen lieben Dank fürs Zusehen und freue mich schon sehr, dich wiederzusehen. Wie gesagt, die neuen Videos sind jeden Sonntag und jeden Mittwoch um jeweils 19 Uhr.